Yep, das ist unser Turbo MX5, der aktuell bei einem Ladedruck von 0,6 bar 277 PS macht. Aber wie schnell ist das eigentlich genau? Zeit, das herauszufinden. Ja. So, ich bin gerade dabei, die Videos auszuwerten. Wir haben mehrere Durchgänge einfach gefilmt und nehmen uns jetzt die Zeiten aus den Videos raus. Deswegen nagelt uns bitte nicht fest auf die ganz genauen Zeiten, das ist natürlich nicht super genau, aber es ist schon ganz gut, glaube ich. Während den Durchgängen war mal eine Person im Auto und der Tank war komplett voll. Was man leider auch sagen muss, ist, dass kurz vor 100 nochmal ein Schaltvorgang ist. Aber egal. Die meisten Durchgänge haben alle zwischen 5,2 und 5,8 Sekunden gebracht von 0 auf 100. Was schon verdammt schnell ist. Aber ihr wisst, was jetzt kommt. Wir brauchen noch mehr Power! 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 Und jetzt gehen wir erstmal ein paar neue Teile holen. Yep, wir sind mal wieder zu Besuch bei SPS Motorsport. Morsche. Hi. Servus. Hi. Säulenblaue Lager, Stehbolzen. Da ist unser neuer Motor. Gibt's was Schöneres als ein Haufen neuer Teile für sein Projekt? Moin Mahlzeit, Freunde der verrückten Unterhaltung. Servus! Das sind also die ganzen Teile, die wir jetzt abgeholt haben bei SPS Motorsport. Aber was genau haben wir eigentlich vor? Naja, aktuell macht der Mazda 277 PS, was schon richtig ordentlich ist. Aber wir wollen, dass so richtig Randale angesagt ist. Alter! Wir wollen einen quietschblauen MX5, dem man das von außen überhaupt nicht ansieht. So ein richtiger Sleeper Miata. Und um das zu erreichen, müssen wir den Motor standfest aufbauen. Und genau dafür sind all diese Teile. Und zwar haben wir einen auf 1,9 Liter aufgebohrten neuen Motorblock, Geschmiedete Kolben, Fahrschaftsbläue neue Gleitlager für die Hauptlagergasse, und für die Bläue Stehbolzen einen geplanten Zylinderkopf mit neuen Ventilen, und verstärkten Federn, eine Wasserpumpe, Stage 2 Ölpumpe, ein Kühlwasser-Reroute einen ATI Superdamper und ein ventilbeschichteter Pulverdeckel. In der Season 2 seht ihr also, wie wir den Motor komplett neu aufbauen. Ihr seht, wie wir den alten rausholen und vor allem werdet ihr sehen, ob der neue Motor auf dem Prüfstand standhält.
Episode in der Season 2 geht es also weiter mit unserem Motorumbau. Bisher hatten wir wirklich super viel Spaß bei dem ganzen Projekt. Wir haben uns über alles Feedback gefreut. Es hat uns gefreut, dass es euch so viel Spaß gemacht hat. Und da wir auch erstaunlich viel Feedback aus anderen Ländern bekommen haben, haben wir uns entschieden, dass wir die Season 2 auf Englisch machen werden. Wir hoffen, dass es euch trotzdem noch genauso viel Spaß macht und wir werden auch alle Videos mit deutschen Untertiteln anbieten. Bis dahin, viel Spaß! Ab dem nächsten Mal geht es also los mit unserem... Was will ich noch sagen? Es macht uns... Mann! Das ist mal mehr so ein Schlagwörter. Ja, warte mal.